Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir aktuell am Atlantikwall unterwegs und wollen uns hier weitere Stellungen und womöglich Geschütze anschauen, die hier damals verbaut wurden. Und ja, hier geht es auch schon direkt los. Wir haben jetzt hier so einen gemauerten Graben und der geht jetzt hier hinten irgendwie um die Anlage rum. Das Ganze soll ziemlich gut ausgebaut sein und wir werden sehen, dass wir alles soweit lokalisieren können, was wir uns vorgenommen haben. Und dann laufen wir das einfach mal ab. Hier ist jetzt ein Zugang zu dem Graben zum Beispiel. Aber hier haben sie eine Betonplombe scheinbar davor gesetzt im Nachgang. Hier eben nur so eine Einflugsschneise für Tiere. Vögel, die sich eventuell da drin verirren sollten. Fledermäuse glaube ich jetzt hier mal an der Küste nicht unbedingt. Wir versuchen mal abseits des Hauptweges mal, ja, hier sieht man das auch. Es ist wirklich ein in sich geschlossenes Grabensystem. Hier geht's weiter. Man sieht auch, dass hier irgendwie mal irgendwas drauf montiert war zum Teil. Wahrscheinlich noch für oben noch mal so eine Abdeckung, damit man hier ja, den Graben dann aus der Luft nicht erkennen kann, weil das wäre ja dann ziemlich einfach. Aber ihr müsst euch zum Teil die Bäume hier auch wieder wegdenken, die hier drin stehen. Die waren hier nicht. Ja, hier geht es jetzt weiter. Geht nicht, die sind festgerostet an den Seiten. Ja, also wir haben jetzt hier einen der Bunker, die jetzt hier in dem Küstenabschnitt errichtet wurden. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Regelbau ist, aber man sieht hier leider, dass der hier im Nachgang zubetoniert wurde. Und hier wären ja normalerweise wahrscheinlich eine durchgängige Schade gewesen, wahrscheinlich für Artilleriebeobachtung, für den Artilleriebeobachter. Und das hier ist einfach um die Schade entsprechend zu schützen, zu sichern, dass man das nicht sieht. Die hat höchstwahrscheinlich auf der Seite eine entsprechende Tarnung, vielleicht ähnlich wie hier, wobei das schon sehr ausgeglichen ist. Es war wahrscheinlich mal dunkler. Schade, dass das so zugemacht ist. Ich glaube auch nicht, weil wir hatten ja gerade eben die Betonplombe auf der einen Seite gesehen. Es kann sein, dass darüber auch der Zugang hier in diesen Bunker gewesen ist. So, wir sind im Graben und gucken mal, ob wir da irgendwie bis zum Ende laufen können. Ja, die Bäume macht es nicht einfach hier. Jetzt seht ihr mal, wie viel Zeit vergangen ist. Hier hat man das jetzt alles gemauert und jetzt sieht man aber hier, hat man hier so eine zum Teil natürliche Felskante verwendet, um den Graben hier weiterzuziehen. Nur an der Seite ein bisschen verstärkt, aber ich komme hier schon gar nicht mehr durch. Ja, hier ist die natürliche Felskante so ein bisschen. Auch hier sieht man wieder solche Punkte mit kleinen Stahlträgern, kleinen Eisenteilen, die auf jeder Seite praktisch verankert sind und
Mit größter Wahrscheinlichkeit wird das halt hier nochmal zusätzlich dann abgetarnt gewesen sein mit Netzen etc. pp, die man jetzt hier halt befestigt hat. Weil man das von hier oben natürlich richtig gut sieht. Und das ist unnatürlich halt. Das geht jetzt hier weiter. Geht hier in das kleine Waldstück rein. Kann man das mal ganz gut von hier oben sehen. Ja, zwischendrin sieht man halt immer noch mal hier solche kleinen Drittstufen. Die oberen fehlen, damit man hier auch jederzeit auch aus dem Graben noch wieder rauskommt. Nicht nur jeweils am Ende oder des Zuganges. Ja, und hier seht ihr, es geht hier schnurstracks weiter. Immer den Graben lang. Hier sind zum Teil halt auch noch längere Betonpfeiler reingelegt. Die waren wahrscheinlich noch oben drauf, das kann auch noch sein. Da hat man die natürlichen Wände einfach noch mal ein bisschen verstärkt. Aber das geht jetzt hier endlos irgendwie, so wie es scheint. Vermutlich dann irgendwo zu der nächsten Stellung, zu dem nächsten Bunker. Ja, hier wird der Graben jetzt ein bisschen breiter. Und endet jetzt hier aber in einem Ausstieg und man könnte jetzt hier in das Innere. Ihr könnt es wieder sehen, ist hier leider wieder verplombt. Man hat auch hier wieder den Bereich zugemacht. Ihr seht jetzt hier die leichte Wölbung, die jetzt hierher geht. Und zwar können wir die mal weiterspinnen. Geht die jetzt hier durch und endet hier vorn. Und dann kommen wir hier auf ein kleines Plateau. Und da könnt ihr schon sehen, das ist jetzt natürlich richtig krass. Hier seht ihr eine riesige Einbuchtung, eine Bettung für ein Geschütz. Aber das ist auch wieder kein kleines gewesen. Ja, höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht hier, wären aus Sicherungsgründen, damit keinem was passiert hier, alle Zugänge in die unterirdischen Bereiche verplombt sein. Aber es ist jetzt nicht so tragisch. Hier werden wir auch oberirdisch sehr viel sehen. Jetzt gehen wir hier mal in diese Bettung rein. Boah. Da müsste ich dann nochmal nachrecherchieren. Das können wir einblenden. Was jetzt hier für ein Kaliber oder was letztendlich für ein Geschütz hier gestanden hat. Ob das jetzt ja, ein rein deutsches Geschütz ist oder ja, ein Beutegeschütz. Wurden ja auch sehr viel eingesetzt. Französische Geschütze, unter anderem größere Kaliber. Ja, auch was ganz interessant ist, sind hier die Metallrahmen an der Seite. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Das ist jetzt hier nur eine Vermutung. Könnt mich gerne berichtigen, was es damit auf sich hat. Weil das sieht mir irgendwie so aus, als ob man das hier genutzt hat. Das ist ähnlich wie beim Lineal, dass man hier eine Maßeinheit hat und dann das Geschütz entsprechend ganz genau einstellen konnte. Dass hier irgendwie noch, keine Ahnung, hier irgendwas gegen die Maßeinheit gezeigt hat, um das exakt einzustellen. Könnte ich mir vorstellen. Das habe ich so an anderen Plätzen nicht mehr gesehen. Aber es geht hier ringsrum. Es könnte nur sowas gewesen sein, um das Geschütz wirklich perfekt auf das Ziel auszurichten. Ja, man hat halt ringsrum wieder diese typischen kleinen Nischen, um irgendwelche
Sachen für die Bedienung zu platzieren. Auch hier immer wieder diese provisorischen Unterstände. Wo man sich selbst schützen konnte. Oder dann halt Verbrauchsgüter, die man jetzt hier brauchte für die Bedienmannschaft, dass die das hier im Prinzip gelagert haben. Ja, das sind jeweils solche kleinen Nischen. Ja, so wie es aussieht, haben wir jetzt hier doch noch einen Gang gefunden, der hier irgendwie ins Innere führt. So, es werde Licht. So, ich muss jetzt den tiefsten Gang abgehen und meinen Rucksack wahrscheinlich erstmal abnehmen. Hä? Aha. Okay. Ja, das ist jetzt mal ein Teil. Dann hat es zum gewissen Teil jetzt auch schon mal wieder ein bisschen gesichert. Würde man denn jetzt hier wieder rauskommen? Ja. Und da kommt man raus und so wie es aussieht, zu einem Bunker. So, wir sind jetzt hier aus diesem kleinen Zwischengang rausgekommen von den überdeckten Schützengraben und haben jetzt hier einen Bunker vor uns. Auch der ist leider abgeschlossen, wie alle hier in dem Bereich, weil das hier einfach wieder nah an einer Stadt ist und damit hier keinen Kindern oder irgendwas passiert, ist sowas hier in dem Bereich halt gesichert. Aber wir haben hier mal eine ganz kuriose Bauweise von einem Bunker mit dieser Schiene, mit diesem Schienensystem, um das zu schließen, so dass jetzt hier nur noch ein Teil der Kanone rausguckt. Die ist natürlich ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nur nicht, was die jetzt hier für ein Kaliber hat. Hat die hier drin auch zugeschweißt. Aber das wird, wenn maximal eine 12er sein, 12 cm. Aber das geht natürlich hier ein bisschen weiter hier rein. Die Kanone steht ja ein bisschen im Bunker drin. Ja, hier habt ihr dann die Erweiterung zum Laufgraben hin, um den Bunker drumherum. Auch interessant hier mit diesen, das ist höchstwahrscheinlich auch für die Ablüftung, wenn die Kanone da ununterbrochen schießt. Aber auch da unten sind diese komischen Streifen verbaut, sehe ich gerade hier, diese Metallstreifen. Also deshalb weiß ich nicht, ob die wirklich zur Einrichtung oder Ausrichtung von dem Geschütz dienen, weil das ist ja jetzt hier in dem Bunker. Naja, okay. Ja, schade, dass wir uns das jetzt hier drin nicht anschauen können. Leider auch ein bisschen beschmiert, aber es ist halt überall so, wenn das relativ zivilisationsnah ist. Aber naja, schön ist es trotzdem nicht. Ja, also das verschmilzt hier wirklich so alles mit dem Felsen hier an der Küste. Überall sind hier die Gräben und Verbindungsgänge zu den einzelnen Bunkern. Jetzt können wir hier mal wieder richtig schön durchlaufen. Hier immer wieder die einzelnen Austritte halt aus dem Grabensystem. Und gleich mal schauen, ob wir hier auch nochmal weitere Geschützstellungen finden, die hier installiert gewesen sind. Wir haben jetzt einmal das Geschütz, was halt abgeschlossen, abgedeckt wurde, gesichert wurde, und einmal die Einbettung, wo ein Geschütz stand, das nicht mehr vorhanden ist.
Aber das Grabensystem ist hier wirklich sehr weitläufig. Wir können hier wunderschön hier durchlaufen. Und jetzt seht ihr das nochmal, wie das hier übergeht. Hier ist der natürliche Stein. Und hier hat man im Prinzip am Rand dann den Graben errichtet. Also Leute, jetzt habt ihr hier einmal ein Geschütz, wo die Klappe jetzt mal geöffnet ist. Also wer sich hier immer mit diesen Regelbauten auskennt, der müsste jetzt wahrscheinlich ganz genau wissen, was wir hier vor uns haben. Aber das Geschütz sieht hier sehr ungewöhnlich aus. Aber sehr interessant, man hat hier jeweils wieder einen Sitzplatz auf der Seite und auch auf der linken Seite. Da hinten liegt sogar noch ein Tarnnetz, also man hat es hier auch schon wieder ein bisschen ja, hergerichtet. Aber ich kann euch leider nicht sagen, was wir hier wieder für ein Kaliber haben. Auch das ist schon zugemacht. Da sind noch ein bisschen so ein paar Munitionskisten arrangiert. Das sieht wirklich krass aus. Also so wie es aussieht, scheint es dann doch auch ein deutsches Geschütz zu sein. Ich glaube nicht, dass diese Plakette nachträglich angebracht wurde. Wir können ja mal schauen, ob wir hier an der Seite einmal gucken können. Ja, das ist das Geschütz jetzt von innen. Hier wurden die Granaten rausgeliefert. Man sieht das. Das ist wahrscheinlich auch wieder wie so eine Art kleiner Schacht. Dann konnte man hier das ganze Ausbau, Haltebolzen nur bei Verschlusseindrücken. Ja, wirklich sehr gut erhalten. Auch hier interessant mit der Klappe, wo man das Ganze hier auch noch mal verschließen konnte. So wäre das hier drin ausgesehen. Hier kann man wieder kurbeln. Das ist aber alles ja, entsprechend gesichert, dass das nicht passiert. Man sieht hier überall die Schweißpunkte, dass man nichts mehr bewegen konnte. Ja, aber außergewöhnlich, definitiv. Ja, hier wäre jetzt ein großer Eingang jetzt zum Bunker. Also der ist schon wirklich riesig, aber natürlich auch verplombt. Aber man sieht hier schon mal, wie hoch die Wand ist. Das ist krass. Wir versuchen mal hier durch diesen Spalt zu schauen. Es wird relativ schwierig. Gucken, ob ihr das was erkennen könnt. Ich meine, ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt die Taschenlampe nicht reinfallen lasse. Ihr könnt das ein bisschen da hinten erkennen. Hier vorne geht ein Kabel her. Und da hinten habt ihr schon so eine MG-Sicherung, die hier den Eingang gesichert hätte. Also das wäre da drinnen schon sehr interessant gewesen. Mehr sehe ich nicht. Da ist, glaube ich, noch eine Tonne oder sowas links daneben. Also das ist dieses rostige Teil. Ja, ansonsten ist da leider jetzt nichts zu sehen. Also müsste wahrscheinlich ja, rechts rumgehen, genau. Trotzdem spannend. Ja, auch hier ist so eine riesige Steinkuppel, so ein riesiger Steinhügel. Und auch hier hätte man jetzt hier in so einen Graben reingehen können und wäre jetzt praktisch hier in diesem Bunker drin, der nochmal mit extra Stein jetzt aufgeschüttet ist. Und auch hier verläuft irgendwie so ein Kanal her, ringsrum. Aber so wie es aussieht, ist das dann fürs Wasser, wenn das hier von oben runter läuft.
Ja, das ist hier alles mal wieder so ein bisschen hergerichtet worden. Hier gibt es auch nämlich noch einen Stein, der hier Hinweise gibt. Ehemaligen Wachbereich raus, wo sich die Unterkünfte allgemein befunden haben. Und auch hier haben wir jetzt wieder diverse kleinere Bunker, die natürlich auch wieder verplombt sind, wo höchstwahrscheinlich Maschinengewehrstellungen und so weiter drin gewesen sind. Das kann ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen. Da gab es auch einen Anschluss von hier unten, der ging hier praktisch rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch ein bisschen sehen kann. Hier praktisch vom Gelände konnten die dann hier rein und entsprechend reagieren, wenn irgendwas gewesen ist. Leute, ich muss mich jetzt ein bisschen entkleiden hier. Also es ist echt extrem warm geworden hier zum Ende hin. Ja, wir hoffen, euch hat dieser kleine Ausflug wieder zum Atlantikwall gefallen und ihr habt wieder einiges mitnehmen können und auch gesehen, wie ja, riesig letztendlich der Atlantikwall ist, wie viele verschiedene Stellungen und Küstenabschnitte es gibt, die damals gesichert wurden und ja, was man halt auch immer wieder Neues findet. Und ja, wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und macht's gut. Bis dahin, ciao.